Insgesamt ist dann wieder ein Fahrstuhl gar nicht so teuer, wenn man es in Relation setzt, ne, zu einer Treppe. Dann mit einer einzigen App oder mit einem Touchscreen in allen Räumen, in allen Etagen, wo ich das haben will. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Top 15 Fragen und Antworten zum High-End Smart Home, das sind die Fragen, die in den letzten Wochen bei uns immer angekommen sind, in der Community, per E-Mail, vor allen Dingen auch bei Anfragen von euch. Und ich werde es jetzt schnell machen, ne? Wir werden also ganz schnell durch die 15 Fragen gehen. Wir haben sie jetzt nicht so genau gewichtet, sondern, ich sage mal so, aus unserer Sicht, wo kann man sagen, das interessiert euch am meisten. Ich nenne keine Namen jetzt von den Fragenden, auch wenn es jetzt Abkürzungen sind, ich nenne sie nicht. Und die Fragen beziehen sich alle auf das Thema High-End Smart Home. Was ist ein High-End Smart Home? Das ist natürlich das, was in dem Gebäude jetzt, im vernetzten Gebäude, schon über das hinausgeht, was so Standard ist, ne? So Heizung, Lüftung, Verschattung, ne? Die Standardgeschichten, Beleuchtung. Und das ist das, worauf wir jetzt diese 15 Fragen beziehen. So, also mehr Ausstattung, mehr Freiheiten, vielleicht ein bisschen größeres Objekt, wie auch immer. So, und was am Anfang steht, gleich von euch, die Frage, wann geht es mit eurem eigenen Hausbau weiter, da bei YouTube nichts folgt. Ist richtig, wir haben ja da jetzt eine ganze Weile nichts gemacht, hat natürlich auch seinen Grund. Und ich kann euch versprechen, es geht in wenigen Tagen, geht es jetzt so richtig weiter. Und da zeigen wir euch die ganzen Schritte. Und wir haben uns jetzt bewusst da ein bisschen zurückgehalten. Mehr möchte ich nicht sagen. So, zweithäufigste Frage, also zumindest was wir hier in der Aufstellung haben, ist, habt ihr Tipps für den Aufbau des Technikraums, speziell in Bezug zur Größe? Das ist also immer, der Architekt plant ja den Technikraum, sofern er ihn überhaupt plant. Also ich erlebe es ab und zu immer wieder, dass bei Projekten bei uns der Architekt da und da und da ein bisschen was für Leitungen oder für Technik vorgesehen hat, aber es nicht zentral im Technikraum unterbringt, speziell bei größeren Gebäuden. Okay, Aufbau des Technikraums. Das hängt natürlich immer davon ab, was habt ihr für ein Heizungssystem, habt ihr eine Lüftungsanlage, habt ihr eine Entkalkungsanlage, habt ihr eine Klimaanlage, das sind so die ganzen Themen. Und ich würde sagen, ein Technikraum von einem Haus, so 250, 300 Quadratmeter, 15 Quadratmeter ist gut, 20 Quadratmeter sind dann vielleicht schon zu groß, aber ich würde nur sagen 10 bis 15 Quadratmeter. So, und dann habe ich natürlich auch den Elektroschaltschrank, der natürlich auch noch 2 Meter mal 2 Meter oder 1,15 Meter mal wie auch immer ist. Und dann habe ich einen Netzwerkschrank. Je nachdem, hängt wirklich von der Ausstattung ab. Wird aber sehr oft von euch gefragt, wie groß muss jetzt der Technikraum sein. Bei uns ist es so, wenn wir in der Konzeption und Planung mit euch zusammen die Dinge festlegen, wird meistens stimmt auch nicht, aber ab und zu wird eben auch das Ganze nochmal korrigiert, dass der Technikraum dann ein anderer Raum ist, ne, weil wir mehr Platz brauchen, weil der Architekt oder der Innenarchitekt, ne, die achten jetzt nicht so auf die Technik, da noch nicht auf dem letzten Stand sind. Ganz wesentlich noch, am Technikraum geht der Technikschacht durchs Haus. Ne? Technikraum sitzt im Untergeschoss, Kellergeschoss und geht dann durchs ganze Haus. So, Frage 3, auch sehr häufig gefragt, Drop-off-Box am Eingang für Pakete und die wöchentliche Gemüsekiste. Also da ist es so, ich habe ja so einen Eingangsbereich, vielleicht habe ich ein Tor, ne, das haben wir euch auch schon mal ein Bild in den letzten Tagen in der Community gezeigt, wo ich, wenn ich es wirklich richtig perfekt haben will, dass ich an meinem Eingangstor ein elektrisches Tor habe, dass ich dann für Pakete die Paketbox habe. Da gibt es übrigens auch von DHL, von der Post, wenn ihr jetzt aus Deutschland seid und das zuschaut, da gibt es die Möglichkeit, dass derjenige, wenn ihr dann von DHL die Box nehmt, mit einem Scanner, der Paketbote mit einem Scanner das öffnen und schließen kann. Ne? Liegt es halt nicht rum. So, was würde ich in ein Tor alles da integrieren? Ich würde alles integrieren. Also ich würde dann auch die Videosprechanlage mit integrieren. Ich würde die Klingel integrieren. Schaut mal wirklich in die Community rein. Wir haben da mal ein Bild gemacht, wie das gut aussehen kann. Natürlich kann man das alles bündig machen, wenn ich natürlich auch das entsprechende Budget habe und auch Zeit habe und auch jemanden habe, der mir das dann so anfertigt.
Also ich würde alles da unterbringen, auch dann das Thema Fingerscanner, das Thema RFID, vielleicht ein Codeschloss, ne, Überwachung, Kameras, alles rein und natürlich auch die Paketbox und auch den Briefkasten. So, das war die Frage 3. Jetzt kommen wir zur Frage 4. Geht auch in die Richtung, also elektrische Türen und Tore. Was würdet ihr empfehlen, denn mein Elektriker und Türbauer kommen nicht klar? Ja, also auch sehr, sehr oft schon gehört diese Frage, geschätzt, gefühlt an die 1000 Mal. Ihr habt jetzt ein Bauvorhaben, ihr habt ein Projekt und dann habt ihr euch einen Türhersteller ausgewählt, Fensterhersteller ausgewählt, Torhersteller ausgewählt. Und jetzt speziell beim Türhersteller, da heißt es dann immer, was soll man da für ein Schloss einbauen? Ne? Und oftmals, wenn die Leute sich nicht so gut auskennen, da wird dann eben in die Tür selbst wird dann noch ein Trafo eingebaut mit 230 Volt und so, was eher für die Nachrüstung gedacht ist. Ich will es kurz machen. Also hier werde ich einen Beitrag mit dem Herbert geben, den wir euch auch schon vorgestellt haben. Denn der Herbert kennt dieses Thema wirklich. Wir beide gemeinsam kennen das Thema extrem gut. Und damit das Thema auch für den Elektriker, wenn ihr mit dem Elektriker zusammenarbeitet, mit dem Türbauer zusammenarbeitet, dass das ein für alle Mal beendet ist, möchte ich jetzt eben einen eigenen Beitrag widmen. Habt bitte Verständnis dafür. So, 5. häufigste Frage, wie läuft eine Elektroplanung und was kostet sie? Ist Sicherheit mit integriert und gehört Entertainment dazu? Da kann ich nur sagen, wie läuft eine Elektroplanung? Am Anfang ist der Architekt, der die gesamte Gebäudehülle plant. Gleichzeitig gibt es den Innenarchitekten, gibt es vielleicht einen Gartenplaner, je nachdem, wie groß das Objekt ist. Und dann steigen wir auch schon ein mit der Elektroplanung. Ich weiß, dass ich es oft schon gesagt habe. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, weil es wirklich im Monat sehr oft bei uns angefragt wird. Was kostet es, ist eine Frage der Fläche, also der Größe des Gebäudes, des Umfangs, ne? Und auch der Integrationstiefe. Also wenn ich jetzt einen großen Außenbereich habe, der vielleicht 3-mal so groß ist wie das Gebäude selbst, dann habe ich vielleicht einen Pool noch, ich habe eine Sauna noch und ich will mir natürlich alle Daten, alle Werte irgendwo anzeigen lassen und ich will vielleicht noch eine sehr gute Überwachung haben, die mit Gesichtserkennung arbeitet und also ein komplettes Sicherheitskonzept ist natürlich umfangreicher, als wenn es jetzt ein Gebäude ist, wo ich nur den Innenbereich habe, wo ich nur die Grundfunktionen oder erweiterte Funktionen habe. Deswegen kann ich ja keinen direkten Preis nennen. Frage 6. Ich möchte einen Fahrstuhl ins Haus einbauen und welchen würdet ihr empfehlen? Also in der Tat ist schon häufiger gekommen die Frage. Und wir haben schon Gebäude geplant, die mit einem Fahrstuhl integriert sind oder eben vorgerüstet sind. Da muss man natürlich die entsprechenden Kabel vorsehen. Und dann könnte man natürlich die gleiche zweite Frage stellen, kann ich dann mit meinem CAN-X-Taster den Fahrstuhl holen? Ne? In der entsprechenden Flur dann oder auf der entsprechenden Etage. Ja, kann ich machen, muss ich nicht machen, weil bei dem Fahrstuhl kommt eine ganze Menge mit und es gibt eine begrenzte Anzahl an Fahrstuhlherstellern, also das Thema hat uns auch schon beschäftigt, die wirklich auch dann zu dem Gebäude passen. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, muss ich sagen. Und ja, man kann das ganze Thema ins CAN-X integrieren. Fahrstuhl, was kostet ein Fahrstuhl, geht so bei 40.000, 50.000 Euro los. Kann man auch gegenrechnen. An dieser Stelle gleich mal ein Tipp von mir. Was kostet jetzt eine Treppe pro Stockwerk? Ne? Und insgesamt ist dann wieder ein Fahrstuhl gar nicht so teuer, wenn man es in Relation setzt, ne, zu einer Treppe. Ganz im Gegenteil. Nur mal so von mir mal ein Tipp. So, dann geht wieder, die Frage ist an uns gerichtet. Welche Beleuchtung werdet ihr beim eigenen Hausbau einsetzen? Kann ich sagen, habe ich lange Zeit auch jetzt, da ich natürlich einen guten Einblick habe, wie Beleuchtung im Haus funktioniert und was das Thema Lichtplanung anbelangt, wir einfach auch schon routiniert sind. Das Thema, also die Leuchten werden DALI in Kombination mit DMX sein. Ich habe jetzt gerade mal hier noch diese Schachtel hier euch mitgebracht. Das kennt vielleicht jeder von euch oder das kennen einige von euch hier. Das ist ein DMX. Dazu wird es dann noch einen Beitrag von uns geben. Das ist also hier dieses DMX Gateway, was wir einsetzen werden. Hier sieht man auch noch mal die Anschlüsse, damit ihr das mal sehen könnt. Also zu diesem DMX Gateway wird es in Kürze mehr dazu geben,
weil man kann mit dem sehr viel machen. Das DALI Gateway, ich glaube, wir haben schon gefühlt 10 Beiträge zu DALI und Gateways und Leuchten und Herstellern gemacht. Brauche ich jetzt nicht mehr viel dazu zu sagen. Also Kombination bei uns privat, DMX und DALI. Hat seine Gründe. Wenn es soweit ist, werden wir euch das alles vorstellen. So, auch eine Frage, die sehr häufig kommt. Besonderheiten der weißen Wanne in Bezug auf KNX. Was ist weiße Wanne? Weiße Wanne ist so der umgangssprachliche Ausdruck für WU-Beton. Was ist WU-Beton? WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton. Wird genau dann eingesetzt, wenn ich so Wasser aus der Umgebung, aus dem Hang habe, wenn ich mit dem im Keller sowieso, ne, wenn ich dann im Erdreich, sage ich mal, Druckwasser habe oder Wasser von außen habe, was eindringen könnte. Dann muss ich mit WU-Beton arbeiten. WU-Beton, was gibt es da für Besonderheiten? Ich muss schauen, dass ich in den Außenwänden möglichst wenig Dosen habe. Ne? Da gibt es zwar immer wieder nochmal eine Trennung im Mauerwerk, also im Beton, im Stahlbeton, nicht im Mauerwerk, im Stahlbeton. Da gibt es so eine Trennschicht, zeigen wir euch vielleicht bei unserem eigenen Hausbau, nicht nur vielleicht, wir zeigen es euch. Das muss ich beachten und es gibt da schon Vorschriften. Also es gibt Dosen, die eine WU-Beton-Zulassung haben und es gibt Dinge, die eben keine Zulassung haben. Inwieweit das in der Praxis dann gehandhabt wird, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber in der Regel ist es so, dass die Architekten immer Angst haben, wenn man dann mit Dosen im Außen, also in den Außenwänden und sogar in den Außenbereich geht, dass da irgendwie Wasser eindringen kann. Ne? Meistens kommt ja auf den Beton, Stahlbeton oder meistens immer kommt ja noch eine Dämmschicht drauf. Das Ganze muss ja auch wasserdicht sein. Zeigen wir euch. Gerade hier in der Region Starnberger See, Alpenvorland haben wir in der Regel die Keller sowieso WU-Beton und dann meistens das Erdgeschoss, oftmals in der Hanglage kommt WU-Beton zum Einsatz. So, machen wir weiter. Einbindung der Dachterrasse und der Begrünung und PV-Anlage in Smart Home. Ja, funktioniert, geht. PV-Anlage haben wir ja schon mal gezeigt. Das war der Beitrag, wo wir diese Smart Meter mit KNX gemacht haben. Ne? Also ich kann dann festlegen, wo geht welcher Strom, der aus der PV-Anlage gerade jetzt gewonnen wird, wo geht er hin. Und das kann ich über KNX sehr gut steuern, weil ich kann es messen. Ich kann es in beide Richtungen messen und ich kann natürlich dann auch sagen, dass ich möglichst wenig in das öffentliche Stromnetz bei meinem EVU einspeisen will, ne? Sondern das soll das Eigenverbrauch, möglichst hoher Eigenverbrauch sein, in den Akku gespeichert werden und wenn was übrig bleibt, dann kann man das Ganze in das Stromnetz einspeichern. Haben wir euch auch schon mal einen Beitrag gezeigt, wie das funktioniert, ne? Mit so einem KNX Smart Meter könnt ihr mal schauen, kein Thema. Ja, natürlich Dachterrasse, Begrünung, das ist eine Frage der Beleuchtung, das ist eine Frage vielleicht der Feuchtigkeitswerte, die ich von den Pflanzen habe, kann ich alles auswerten. Funktioniert sehr gut. Frage 10 kommt sehr oft, bin ich immer wieder erstaunt, gibt es kombinierte Rauchmelder und Bewegungsmelder KNX? Klare Antwort, nein. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Hat vielleicht mit den Sensoren zu tun. So, Frage 11. Muss man auf besondere Lüftung im Untergeschoss oder der Tiefgarage, die KNX gesteuert ist, achten, um Luftqualitätswerte und Feuchte zu kontrollieren? Definition Untergeschoss würde ich sagen. Ist das jetzt beheiztes Untergeschoss oder nicht beheiztes Untergeschoss? Ich gehe mal davon aus, dass es ein beheiztes Untergeschoss ist. Da würde ich jetzt nicht allzu viel anders machen als in den darüber liegenden Geschossen. Feuchtigkeitswerte, das ist so eine Frage. Ne? Also Garage, Tiefgarage ist auch eine Definition. Was ist eine Tiefgarage und wie groß ist die Tiefgarage? Prinzipiell würde ich sagen, ich kann natürlich dort einen Luftgütesensor installieren und kann natürlich dann die Lüftungsanlage, das müsst ihr sowieso machen, wenn ihr jetzt noch Verbrennerfahrzeuge habt, dass ihr die Luft aus der Garage herausbekommt. Ne? Also dafür müsst ihr sorgen, dass also da eine kontrollierte Lüftung ist und das Ganze muss natürlich gegenüber dem übrigen Gebäude, wenn das jetzt zum Beispiel Wohnen, sonst wie Kellerräume sind, muss das natürlich luftdicht abgeschlossen sein, damit keine Abgase ins Haus gelangen. Ne? Das ist so, was ich jetzt sagen wir mal aus Basis her beachten würde. KNX gesteuert, klar, Lüftungsanlage, verschiedene Stufen, bedarfsgerecht kann man die steuern, kann man machen. Ne? Macht man auch so. So, Frage 12, Tipps für die Beleuchtung im Untergeschoss, um die Räume angenehm zu gestalten, kommt bei euch sehr oft. Wie mache ich das, dass ich eine schöne Atmosphäre erzeuge? Wir haben viele Beiträge zum Thema Licht, ne? Also das, ich weiß nicht, 50
50, 60 Beiträge haben wir ja hier bei YouTube allein gezeigt. Wie funktioniert das? Direkte Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, geht es um das Thema DMX, um das Thema DALI, um das Thema Zigbee, um jetzt die technischen Standards mal zu nennen. Und was ist das immer? Was ist gute Beleuchtung? Es ist eine Kombination aus direkter Beleuchtung und indirekter Beleuchtung. Direkte Beleuchtung ist oftmals durch Spots, ne, von oben, ne, Seiten eher von der Seite, ne, im Treppenbereich vielleicht. Und indirekte Beleuchtung ist halt, was so in Schattenfugen ist, was in irgendwo von hinten leuchtet oder indirekt auch so von unten beleuchtet. Haben wir euch auch schon mal gezeigt, so für Treppenaufgänge gibt es da Beleuchtungen, ne, die man dann mit eingipsen kann, in die Wand bringen kann. Klar funktioniert das an KNX-Anbindung über entsprechende Gateways, über ein DALI-Gateway, über ein DMX-Gateway. Funktioniert einwandfrei. Man kann das Ganze in Szenen, in Gruppen kann man zusammenfassen, kann man das Ganze aufrufen. Also möchte gar nicht tiefer weiter da reingehen. Das gibt es, das funktioniert sehr gut. So, wieder noch eine Beleuchtungsfrage. Gibt es Beleuchtungs- und Beregnungskonzepte im Garten zur Einbindung des Mähroboters? Würde ich sagen, das ist auch sehr individuell. Also Außenbereiche, da gibt es eine riesige Bandbreite. Wenn ich jetzt einen großen Außenbereich habe, dann werde ich natürlich Leuchten in Pflanzen unterbringen. Haben wir euch noch nicht gezeigt. Ne? Mit so Erdspießen funktioniert das. Gibt es ja auch Lautsprecher, aber jedenfalls da gibt es Erdspieße. Dann gibt es an der Fassade am Haus gibt's gute Leuchten, so Up-Down-Leuchten. Das Ganze würde ich einem Lichtplaner übergeben. Ne? Also das kann man gar nicht so sagen, gibt es da ein Konzept. Und ja, Beregnung, das ist natürlich dann auch wieder KNX-Logik oder KNX-Steuerung. Wie funktioniert das mit dem Mähroboter? Ich habe ja auf dem Dach habe ich meine Wetterstation, die erfasst natürlich die sämtlichen Wetterdaten und ich weiß natürlich auch, wann die Sonne scheint und wann sie nicht scheint. Pflanzen würde ich natürlich nur dann mit Feuchtigkeit oder mit Wasser beaufschlagen, wenn die Sonne nicht scheint. Und dann kann ich die Feuchte im Boden messen, das kann ich machen. Und dann kann ich das Ganze auch so einstellen, dass immer so eine konstante Feuchte im Boden sag ich mal, herrscht. So, wie funktioniert das ganze Beregnungssystem? Das Beregnungssystem wird aus dem Haus herausgeleitet, oftmals über die Decke oder über eine Kernbohrung. Und dann kann ich den Garten mit Wasser versorgen. Was ich nicht machen würde am Haus hier so, das ist so ein bisschen oldschool in meinen Augen, so diese Gardena-Geschichten. Jetzt haben wir den Namen genannt, Gardena, ist vielleicht für die Nachrüstung gut, aber wenn ich im Neubau sowas habe, würde ich darauf nicht setzen. Da gibt es andere Systeme, die viel besser funktionieren, die nicht aus Deutschland sind und darauf würde ich setzen. Ne? Und dann mache ich Ventile auf und zu über meine Steuerung. Frage 14. Einsatz von Zisternen und Grauwasser. Wie würdet ihr das machen? Sensorik. Also Zisternen, die gibt es tatsächlich häufig, wo ich wo ich Wasser versickern lasse. Ne, das kann jetzt mein Regenwasser sein, das kann so ein Sickerschacht sein, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Leute, die bauen sich sogar, kenne ich aus meinem privaten Umfeld, die bauen sich sogar einen 5.000 oder einen 10.000 Liter Tank im Garten, graben den ein und leiten dann das ganze Wasser, was sie vom Dach haben, leiten das in so einen Behälter ein und lassen das halt nicht versickern. So, und was kann ich da machen? Das gleiche gilt auch für diese Zisterne. Ich kann den Füllstand messen, da gibt es Füllstandssensorik. Was kann ich noch tun? Ich kann eine Pumpe jetzt unterbringen, die anspringt ab einem bestimmten Füllstand. Ich kann natürlich auch das gesammelte Wasser von den Dächern kann ich auch für meinen Garten zur Bewässerung verwenden. Das ist natürlich dann ökologisch, ja, ist natürlich super klasse. Ne? Das, was ich sowieso übrig habe. Ich muss natürlich in der Planung, Konzeption Planung, entsprechende Kabel vorsehen, weil später das Ganze wieder durch irgendeine Hauswand durchzuleiten, ist teuer und ist aufwendig. So, letzte Frage 15, dann sind wir echt durch bei unseren High-End Smart Home Geschichten. Vorbereitung, Einbindung, Musik und Entertainment in das KNX Smart Home. Gut, wer jetzt uns kennt, da würde ich sagen, man macht von Anfang an ein gescheites Multiroom-Audio-Konzept. Das heißt also, das Multiroom-Audio, die Musik ist nativ in KNX integriert. Gibt es ein, zwei Systeme, haben wir euch auch schon gezeigt, haben wir euch viel schon gezeigt, zum Beispiel Basalte, ne, wo das sehr gut funktioniert, wo ich auch dann mit einer einzigen App oder mit einem Touchscreen in allen Räumen, in allen Etagen, wo ich das haben will, ne, Außenbereich vielleicht nicht so, dann machen wir was anderes, wo ich das steuern will, gibt es alles. Ne? Alles in einer App integriert
und sieht auch noch schick und schön aus. Das war jetzt hier die Vorbereitung, Einbindung, Musik und Entertainment. Nachrüstung würde ich nicht machen. Also wenn ich jetzt Planung, Konzeption und Planung bei uns sehe, würde ich von Anfang an immer mit Multiroom Audio arbeiten. Ne? Das müssen ja jetzt nicht die super großen Koffer in der Decke sein, ne? Bei den Lautsprechern, was wir schon gehabt haben, wo dann sage ich mal, die Werksfertigung beim Beton, die kriegen die totale Krise. Wenn das solche 50 mal 60 großen Koffer, 50 mal 60 Zentimeter sind, ne? Harlox, super Tunnel groß. Oder dann beim Ortbeton, wo dann der Statiker die volle Krise kriegt, dass die Decke quasi nur noch irgendwelche Töpfe hat. Das muss nicht so sein, die Lautsprecher müssen nicht so groß sein. Man kann sie auch aus den Wänden oder in die Ecken der einzelnen Räume platzieren. Das ist für mich Einbindung von Musik. Und Entertainment heißt für mich, dass wir noch so ein Heimkino haben. Heimkino sehe ich jetzt erstmal von KNX vollständig getrennt. Das muss ich sagen. Für Heimkino gibt es den Heimkino-Experten, den Heimkino-Bauer. Das sind wir auch, da ist die Grenze dann, wo wir völlig rausgehen. Also diejenigen, die sich jetzt das private Heimkino errichten, was natürlich dann auch nochmal fast so viel kostet wie ein kleines Haus, das ist die Schnittstelle, wo wir dann raus sind. Ne? Das ist für uns die Grenze. Bei uns ist zum Beispiel das Heimkino immer so mit integriert, dass ich halt so eine 5-Punkt, 7-Punkt, sonst wie 1 Anlage mit in die ganze Steuerung, Haussteuerung KNX bringe. Sobald es ins richtige große Heimkino mit eigenen Stühlen und eigenem Heimkinosaal geht, das ist außerhalb unserer Kompetenz, dann wird das an den Heimkinobauer übergeben. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was euch noch zu diesem Thema einfällt. Wir haben mal so zusammengefasst die Top 15 Fragen zum High-End Smart Home Hausbau, natürlich mit KNX. Und es gibt noch viele weitere. Wir werden hier mit diesem Frage-Antwort-Konzept weitermachen. Ich bedanke mich für das Zuschauen und freue mich auf einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns gerne ein Abo geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.